Das Projekt für heute ist, aus dieser Flasche ein Windlicht oder eine Vase zu machen. Kommt einfach mit! Herzlich willkommen! Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Verkunstet. Ja, bevor wir mit unserer Materialliste starten, denkt daran, bitte einmal die Glocke zu schlagen oder zu hauen oder zu drücken. Das tut überhaupt nicht weh. Abonniert meinen Kanal, das würde mich sehr freuen. Und natürlich besucht mich auf meinem Blog oder auf Facebook. Ja, und wie wir das Ganze jetzt hier gestalten, damit starten wir dann mal wieder ganz normal mit der Materialliste. Schauen wir einfach mal, was ich jetzt alles habe. Ich habe natürlich hier ein Glas, vorher gut ausgespült und einmal das Etikett entfernt. Ich habe das, was ihr auf jeden Fall braucht, um hier nachher etwas rumzusetzen um das Glas. Das ist der sogenannte Serviettenlack. Der hier ist aber extra für Glas und Porzellan. Einmal einen Pinsel, um den Lack nachher aufzubringen, und die Verkleidung für das Glas. Es gibt jetzt hier zwei Möglichkeiten. Also für die Leute, die es gerne etwas preiswerter tun wollen und sagen, ich möchte das erstmal testen, gibt es einmal dieses Seidenpapier. Wenn ihr zum Beispiel Schuhe kauft, dann werden die Schuhe ja in den Kartons mit diesem Papier eingeschlagen, und wenn ihr es dann so mitnehmt, habt ihr im Prinzip schon dieses Seidenpapier. Das könnt ihr dafür verwenden. Das ist wunderbar. Das ist nachher richtig schöner Stoff, den ihr hier, oder Papier, ist ja kein Stoff, den ihr hier quasi mit dem Lack aufsetzen könnt. Wer sagt, ja, das ist mir aber zu matt, weil ihr seht es jetzt hier schon bei dem Schwarzen, das ist natürlich nicht glänzend, kann auch, wenn er mag, in einem Fachgeschäft für Bastelsachen hingehen und Seidenpapier kaufen. Das ist natürlich so eine Investition, sage ich mal, bis 3 Euro. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er das möchte. In dem Geschäft gibt es dann natürlich auch die unterschiedlichsten Farben. Ich hatte jetzt mir einmal hier in das Weiß mitgebracht und einmal das Rosa. Was brauchen wir noch? Ja, wenn wir das Glas nachher dann verschönert haben, machen wir noch ein bisschen was drumherum. Also entweder machen wir etwas mit Farbe. Ich habe hier mal Weiß genommen, also ganz normale Acrylfarbe. Ich hatte aber auch hier noch so Patina. Die habe ich auch einmal ausprobiert in dem Zuge. Ich habe mir hier ein Band hingelegt. Ich habe hier einmal so Basthaar hingelegt und hier so Vintage-Aufkleber, Sticker, die ich dann noch verwendet habe. Ja, damit haben wir eigentlich erstmal alles durch. Heißklebe ist für nachher einmal das Band aufkleben, Schere, das sollte eigentlich auch klar sein. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Wir haben also einmal unseren Kleber, unseren Serviettenlack, und wir haben das Glas. Ich habe jetzt hier schon ein bisschen vorgerupft, also ich habe das nicht geschnitten, sondern ganz normal, wie wenn ich eine Serviette rupfen würde für die Serviettentechnik, habe ich hier schon so Stücke abgerissen. Wir nehmen das hier und ihr werdet sehen, das ist relativ einfach. Also das ist jetzt wirklich keine Raketenwissenschaft. Nehmen uns hier ein bisschen von dem Lack, legen uns das hier auf das Glas auf und pinseln hier einfach über das Papier hinüber, auch darüber hinaus, damit auch wirklich alles gut geschlossen ist. Wenn das Papier sich hier so ein bisschen zusammenzieht, wie das jetzt hier bei mir der Fall ist, stört mich das jetzt nicht, weil das gibt nachher noch mal so ein bisschen Effekt auf dem Glas selber. Und ihr seht schon, das Papier wird hier, weil es jetzt feucht wird, so ein bisschen transparenter. Und das ist nachher auch so ein bisschen die Arbeit eines jeden Einzelnen, oder wie er es gerne hätte. Ob ihr sagt, das gefällt mir, dieses ganz transparente, dann macht man da halt eben nichts mehr drauf. Oder aber ihr sagt,
nee, das gefällt mir so nicht, dann könnt ihr da auch noch eine Lage drüber machen. Ihr seht, ich habe jetzt hier so ein bisschen das überlappt drauf getan. Das müsst ihr dann bitte trocknen lassen. Das geht aber relativ fix, also ich sag mal so eine Stunde und dann ist das wirklich trocken. Das, was ein bisschen unangenehm ist bei diesem Lack, er stinkt unheimlich. Also das ist so, was ich jetzt hier immer festgestellt habe. Der Geruch ist schon relativ penetrant, wenn man den Lack benutzt. Also so sieht das ungefähr dann aus. Ich würde sagen, ich pinsel noch ein bisschen weiter und wenn ich fertig bin, sehen wir uns wieder. Ich habe das Glas jetzt soweit fertig. Das muss jetzt noch ein bisschen austrocknen. Ich habe jetzt mehrere Schichten, was heißt mehrere Schichten? Ich habe jetzt mehrere Stücke von diesem Seidenpapier auf das Glas aufgebracht. Ihr seht, ich habe immer noch so ein bisschen diesen Milcheffekt, aber man hat doch alles gut abgedeckt. Wenn es trocken ist, muss es noch mal für eine halbe Stunde in den Backofen bei 160 Grad. Also so steht es auch auf der Flasche drauf, damit es dann auch versiegelt ist. Und danach könnt ihr es weiter behandeln. Das machen wir jetzt nicht mehr, weil das dauert dann doch ein bisschen zu lange. Ich habe euch hier ein Muster oder 3 Muster gemacht, damit ihr einfach sehen könnt, was kann man damit machen. Und zwar, ich habe hier einmal das Ganze in Weiß nochmal übertüncht, weil ich gedacht habe, okay, wir versuchen einfach mal mit weißer Acrylfarbe es dann ganz dicht zu machen. Ihr seht, es hat immer noch diesen schönen glänzenden Effekt und hier sieht man immer noch die Struktur von dem Papier. Ich habe dann unten mit dem Bastband das Ganze ummantelt, einmal unten, einmal hier oben und habe dann mir 2 Muscheln, die ich aus unserem letzten Sommerurlaub noch übrig hatte, einmal mit der Heißklebepistole aufgesetzt. Finde ich super schön. Das geht auf jeden Fall bei mir mit in die Deko für unseren Gartentisch. Dann habe ich hier einmal in rosa, das habe ich aber auch jetzt luftig gelassen, dieses Glas ummantelt, habe hier ein Band drum gesetzt, auch mit Heißklebe festgemacht. Einmal hier auch wieder diesen Bast drumherum gesetzt. Fertig ist das Glas. Dieses hier habe ich etwas aufwendiger gestaltet, weil ich es einfach mal ausprobieren wollte. Ich habe das Papier drauf gesetzt, habe dann einmal mit der Paste, die ich euch eben gezeigt habe, mit einmal in Bronze und einmal eben in diesem Türkis, das hier oben drüber getupft mit dem Schwamm. Habe das Ganze trocknen lassen, habe hier einmal Bast drum gewickelt, einmal hier so einen Klebesticker drauf gesetzt und fertig. Ich finde diese 3 Gläser wunderschön. Ich werde sie hier bei uns im Haus verteilen. Da gibt es schöne Stellen, die ich mir schon dafür ausgeguckt habe. Da freue ich mich jetzt schon drauf, wenn ich das alles fertig dekorieren kann. Damit bin ich dann fertig auch schon mit meinem Basteltipp für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir zu folgen. Probiert es aus. Es ist ganz einfach. Ihr könnt auch andere Gläser nehmen. Es muss nicht unbedingt das Salatsoßenglas nehmen. Es kann auch das Gurkenglas sein, wenn es euch gefällt. Ja, abonniert meinen Kanal. Haut die Glocke, vergesst es nicht. Tut wirklich nicht weh. Und mein Mann wedelt schon wieder, damit ich es nicht vergesse. Für alle die sich jetzt fragen, sie hat eben von einem Windlicht gesprochen. Ich habe oben noch ganz viele LED-Lichterketten liegen, die batteriebetrieben sind. Die werde ich hier einfach dann reinlegen, anmachen und mich wohlfühlen. Das funktioniert ja immer noch einwandfrei, weil die Dinger sind ja nicht blickdicht. Also in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Und wir sehen uns wieder, wenn es heißt Verkunstet. Bis dahin, tschüss zusammen. Noch einige schöne Windlichter bzw. auch Blumenhalter. Blumenhalter, wieso Blumenhalter? Vasen. Ja, Vasen. Vasen war das Wort. Gib uns einen Hauch Begeisterung. Gibt ja gleich den Hauch. Dein Hund kläfft. Das ist nicht mein Hund. Also erst ist das Maxis Hund. Und somit wäre es dann dein Hund. Subhund. Genau. Das war mein Hund. Das Scheppern da hinten war mein Hund. Ja.
Mehr Hände hast du nicht, Peter. Du musst wieder die Füße zum Zehen hochhalten. Das reicht voll.